In diesem Video wollen wir einmal für diesen Oszillator hier einen Expert Advisor erstellen. Es handelt sich um den sogenannten Force Index Oszillator. Der wird normalerweise genutzt, um Signale zu bestätigen, aber wir werden ihn diesmal nutzen, um Signale zu erzeugen. Schauen wir uns also einmal an, wie man das in MQL5 programmieren kann. Um das zu tun, klicken Sie bitte im MetaTrader hier oben auf dieses kleine Symbol oder drücken die F4-Taste. Das ruft dann hier den Meta-Editor auf und hier klicken wir auf Datei, Neue Datei, Expert Advisor aus Vorlage, Weiter. Ich vergebe hier einmal den Namen Simpler iForce Expert Advisor, klicke auf Weiter, Weiter und Fertigstellen. Jetzt kann alles oberhalb dieser OnTick-Funktion gelöscht werden. Und auch die zwei Kommentarzeilen werden entfernt. Wir starten mit einer Include-Anweisung. Die wird die Datei trade.mqh importieren, die Bestandteil von MQL5 ist und uns vereinfachte Handelsfunktionen bietet. Danach erstellen wir uns hier eine Instanz von der Klasse cTrade. Die bekommt den Namen Trade und wird später verwendet, um Positionen zu eröffnen. Innerhalb der OnTick-Funktion berechnen wir jetzt den Ask-Preis. Das geht mit der Funktion SymbolInfo-Double für das aktuelle Währungspaar auf dem Chart. Wir nutzen Symbol-Ask, um den Ask-Preis zu berechnen. Und mit NormalizeDouble und _Digits stellen wir sicher, dass die richtige Anzahl von Nachkommastellen für das jeweilige Währungspaar berechnet wird. Das kann sich nämlich je nach Währung unterscheiden. Danach wiederholen wir das Ganze nochmal für den Bitpreis. Die Anweisungen sind nahezu identisch, aber diesmal nutzen wir Symbol-Bit als Parameter. Bitte alles in Großbuchstaben. Außerdem brauchen wir noch eine Variable für unser Signal. Die ist vom Typ String, damit sie Textketten aufnehmen kann. Wir weisen hier aber noch keinen Wert zu, denn der wird gleich ermittelt. Dazu erstellen wir uns zunächst einmal ein Preisarray. Und für den Force Index nutzen wir die integrierte Funktion iForce. Die wird mit MQL5 mitgeliefert und benötigt einige Parameter. Der erste Parameter hier steht für das aktuelle Chart. Der zweite Parameter steht für die ausgewählte Zeiteinheit auf dem Chart. Und diesen Wert 13, den sehen wir auch, wenn wir im MetaTrader auf Einfügen, Indikatoren, Oszillatoren, Force Index klicken. Dann taucht hier die 13 bei der Anzahl der Kerzen für die Ermittlung der Ergebnisse auf. Wir möchten gerne für einen Simple Moving Average und für das Tickvolumen berechnen. Und das sind auch die zwei letzten Parameter. Mode-SMA steht für Simple Moving Average und Volume Tick gibt uns das Tickvolumen. Mithilfe der Funktion ArraySetASeries sortieren wir jetzt unser Preisarray von der aktuellen Kerze an abwärts. Und dann nutzen wir CopyBuffer, um anhand der Force-Index-Definition, die wir hier oben getroffen haben, für Buffer 0 von der aktuellen Kerze 0 für 3 Kerzen unsere Daten in unserem Preisarray zu speichern. Danach sind wir in der Lage, den Force-Index-Wert für die aktuelle Kerze zu berechnen. Dazu schauen wir einfach in Kerze 0 von unserem Preisarray und mit NormalizeDouble und 6 habe ich das Ganze hier noch so formatiert, dass wir 6 Nachkommastellen berechnen, so wie hier vom Indikator angezeigt. Das Ganze berechnen wir jetzt nochmal für Kerze 1. Ansonsten ist alles soweit identisch, bis auf den Namen der Variable. Wir können jetzt eine Überkreuzung ermitteln, indem wir prüfen, ob der Force Index Value jetzt kleiner ist als 0 und ob der letzte Force Index Value noch größer war als 0. In dem Fall hätten wir eine Überkreuzung von oben. Dann möchten wir kaufen und weisen den Begriff Buy unserer Signalvariable zu. Natürlich gibt es auch eine Überkreuzung von unten. Das wäre dann der Fall, wenn der aktuelle Force Index Value größer ist als 0 und der letzte Wert noch kleiner war als 0. In dem Fall
weisen wir den Begriff Sell unserer Signalvariable zu. Wenn wir jetzt ein Verkaufssignal haben und uns die Funktion PositionsTotal einen Wert kleiner 1 zurückliefert, dann bedeutet das, wir haben keine geöffneten Positionen und dann nutzen wir Trade.Sell, um 10 Microlot zu verkaufen. Andernfalls, wenn unser Signal auf Kaufen steht und wir ebenfalls keine geöffneten Positionen haben, dann nutzen wir Trade.Buy, um 10 Microlot zu kaufen. Zum Schluss erstellen wir uns mit Hilfe der Command-Funktion noch eine Ausgabe auf dem Chart. Die wird uns den Text ausgeben, das Signal ist jetzt, gefolgt von dem ermittelten Signal. Falls Ihnen das alles hier zu schnell ging oder falls Sie nicht genau wissen, was diese Codezeilen hier bewirken sollen, dann möchten Sie sich vielleicht zunächst die anderen Videos in dieser Grundlagenserie anschauen. Oder vielleicht ist auch der Premium-Kurs auf unserer Webseite interessant für Sie. Für den Moment klicken wir hier auf Kompilieren oder drücken die F7-Taste. Das hat in meinem Fall ohne Fehler funktioniert und wenn das bei Ihnen auch so ist, dann können Sie jetzt hier oben klicken oder die F4-Taste drücken, um in den MetaTrader zurückzukehren. Und im MetaTrader klicken wir auf Ansicht, Strategietester oder drücken die Tastenkombination STRG und R. Das ruft dann hier den Strategietester auf und hier wählen Sie bitte die neu erstellte Datei Simpler iForce ExpertAdvisor.ex5 aus, markieren hier unten die Option für den visuellen Modus und starten Ihren Test. Hier ist unser ExpertAdvisor auch schon in Betrieb. Wir haben eine erste Kaufposition eröffnet. Hier oben werden Buy- und Sell-Signale generiert. Der ExpertAdvisor funktioniert also wie erwartet. Und Sie haben in diesem kurzen Video gelernt, wie Sie für den Force Index Oszillator einen ExpertAdvisor erstellen können, der in der Lage ist, eigenständig Signale zu generieren und zu handeln. Und Sie haben das selbst programmiert mit diesen paar Zeilen hier in MQL5.